Ei, 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 ei. Wer kennt es nicht? Feinstaub in der Werkstatt. Was wir dagegen machen können, außer diese Masken noch, um die Werkstatt ein bisschen zu reinigen, das schauen wir heute uns in diesem Video an. Viel Spaß beim Schauen. Ei, ei, ei. Diese Feinstaub immer. So, erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ihr habt es ja gerade gehört, es geht heute um Feinstaub in der Werkstatt. Ist ein, ja, schon ein interessantes Thema im Endeffekt. Ich schütze mich schon vor Feinstaub und ich möchte jetzt einmal gleich von euch wissen, wie schützt ihr euch bei euren Holzarbeiten, Schleifarbeiten, sonst irgendwas mit Feinstaub. Es gibt natürlich die erste Möglichkeit, Absaugung. Ganz klar habe ich auch verschiedene Absaugungen hier, auch mit Feinstaubfilter, aber da geht richtig viel verloren zwischendrin und in der Umgebungsluft ist einfach viel zu viel Feinstaub. Natürlich FFP3-Maske, dann haben wir hier noch so eine Halbmaske hier und was ich jetzt auch sehr cool finde, weil ich sehr, sehr lang arbeite, weil ich da wenig schwitze und besser Luft kriege, ist diese elektronische Maske hier, Vollgesichtsmaske mit einem elektronischen Lüfter. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, kann ich euch nochmal verlinken. Aber darum geht es ja um die Sachen nicht. Aber bitte schreibt es mal unten rein, wie ihr das Ganze macht. Absaugung, welches System ihr habt für euch zum Schützen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Systeme, das sind Luftreiniger. Denn es bleibt ja trotzdem um einiges, das werdet ihr in der Werkstatt ja sehen, wie viel Staub dann ist. Obwohl ihr eine Absaugung habt, ist ja trotzdem sehr viel Staub da. Und nach dem Sägen oder sonst irgendwie ist klar, ich schütze mich während dem Sägen oder während des Schleifen auf jeden Fall mit einer Maske. Aber was ist danach? Danach ist ja sehr viel Staub in der Luft. Ich setze diese Maske ab und atme diese Luft ja dann trotzdem ein. Habt ihr dann eine andere Lösung dazu? Natürlich Fenster auf und mal richtig schön ausblasen oder sonst irgendwas. Aber ich bin nicht mal gespannt und ich würde mich interessieren dafür, was ihr da so im Einsatz habt. Ja, ich schütze mich ja vor Feinstaub mit meinen Absaugungen, die ich hier habe und natürlich mit diesen Filtern, mit diesen Masken hier. Aber mir ist halt immer aufgefallen, nach dem Schleifen, da ist dann schon relativ viel Feinstaub noch in der Luft. Das seht ihr dann auch, wenn dann euer alles staubig ist bei euch dann doch nochmal und diese Sachen filtern halt dann doch nicht alles raus. Und deshalb bin ich mal auf einen Luftfilter gekommen. Aber mein Problem ist, die Werkstatt ist ein bisschen größer als 49 Quadratmeter. Es gibt nämlich den Record Power Hersteller AC400. Der gibt an, das soll ja auch ganz gut sein, aber nur bis 49 Quadratmeter. Ich habe hier aber eine Werkstatt, die ein bisschen größer ist. Da bin ich jetzt auf ein Luftfiltersystem gekommen. So, das ist dieses von Scheppach und das soll angeblich bis 400 Quadratmeter gehen. Ja, natürlich, je nach Deckenhöhe auch, die wir dann auch berechnen müssen. Aber bis 400 Quadratmeter und das sollte definitiv ausreichen. Und wir schauen uns heute das Gerät jetzt einfach mal grundsätzlich an, was dieses Gerät kann, was es hat. Und dann will ich euch das noch zeigen. Und zwar werde ich das Gerät 2 Wochen im Einsatz haben. Und nach den 2 Wochen werden wir uns wiedersehen und werden dann mal schauen, was dieses Gerät hier bei mir in der Werkstatt gebracht hat. Ja, aus diesem Grund, weil es bei mir in der Werkstatt so staubig war, habe ich mir dieses Gerät hier mal gekauft, um es zu testen. Was ich noch gleich dazu sagen muss, da bin ich jetzt ehrlich, Leute, und zwar ist es nicht das erste Gerät, was ich gekauft habe, sondern, ja, ich sage jetzt mal, das zweite, was ich hier stehen habe. Das erste, ich kann es euch nicht sagen, es war wahrscheinlich ein Montagsgerät. Ich habe es angesteckt, es ist ein paar Stunden gelaufen. Und danach hat die Fernbedienung einfach nicht mehr reagiert, weil es wird nämlich noch eine Fernbedienung mitgeliefert und ich konnte hiermit nichts mehr steuern. Und es ist natürlich blöd, wenn das Ding unter der Decke hängt, man nicht mehr hinkommt oder bei mir in diesem Fall auf einem Regal steht und da nicht mehr hinkommt und man kann es nicht mehr bedienen. Ich habe Scheppach angeschrieben, habe gesagt, Leute, ich habe mir das Gerät gekauft, funktioniert nicht, war überhaupt kein Problem, konnte ich zurückschicken, es wurde kontrolliert. Und ich habe dann auch ein neues Gerät bekommen. Das steht jetzt hier und das werden wir jetzt mal auf diese 2 Wochen einfach mal testen. Aber zuvor schauen wir uns das Gerät natürlich mal im Detail an, ob das überhaupt einen Taug hat. Und ich bin so gespannt, ob es hier von meiner Größe der Werkstatt, ob es das verspricht, was die Daten sagen. So Leute,
Ausgepackt habe ich schon, ganz ehrlich. Ich brauche jetzt nicht den Karton euch zeigen, denn wisst, wie ein Karton ausschaut. Ich habe schon ausgepackt. Mitgeliefert wird hier für die Deckenmontage verschiedene Ketten und Haken. Da kann ich das Gerät hier unter die Decke hängen. Ist gar kein Problem. Brauche ich jetzt in diesem Fall aber nicht. Bei mir steht es auf einem höheren Regal unterhalb der Decke und deshalb brauche ich diese Aufhänger nicht. Aber egal, ihr wisst, dass es mitgeliefert wird. Mitgeliefert wird ebenso noch eine Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung kann man On-Off, Speed und Timer regulieren. Und das war das, was bei mir kaputt war wahrscheinlich. Und deshalb ist es natürlich sinnlos, wenn das Ding unter der Decke hängt, komme ich ja nicht mehr hin zum An- und Ausschalten und so weiter. Fangen wir mit dem Filter hier hinten mal an. Genau, die sind hier verbaut. Da können wir hier nämlich dieses Teil hier öffnen. Wenn ich das mal rauskriege gerade, jetzt genau, diese Klappe hier weg. Und jetzt sehen wir hier den Außenfilter, den wir tauschen können. Scheppach gibt auch an, dass ich diesen Filter auch ausblasen kann. Natürlich nicht in der Werkstatt, sondern eher draußen. Man kann ihn auch waschen, irgendwie rausnehmen, wie auch immer. Und ich habe jetzt hier auch noch einen Innenfilter. Und ja, das war es eigentlich mal für diesen beiden Filtern. Der Außenfilter hat 5 Mikron und der Innenfilter hat 1 Mikron. Also für Feinstäube gut geeignet. Wir haben hier eine Folientastatur. Wir können hier noch per Hand ein- und ausschalten. Wir können die Speed regulieren und wir können den Timer einstellen. Also Speed haben wir 3 verschiedene Stufen. Wir haben auf der höchsten Stufe 740 Kubikmeter pro Stunde. Dann haben wir 675 und wir haben einmal 600 Kubik pro Stunde. Und ja, Anlaufzeiten, Nachlaufzeiten haben wir 1 Stunde, 2 Stunden und 4 Stunden vom Timer her. Die können wir alle mit der Fernbedienung regeln. Wir können das Gerät jetzt gerne mal anschalten, damit ihr auch mal die Lautstärke hört. Wir haben jetzt die niedrigste Stufe gerade eingestellt. Das sollen 50 dB sein. Also ich finde es jetzt auch wirklich nicht laut. Und jetzt schalten wir aber mal den Speed nach oben. Und ich denke mal, jetzt gehe ich mal mit dem Mikro ganz nah hin. Ihr hört es jetzt leicht. Ich finde es jetzt wirklich nicht laut von dem her. Und wir können halt dann hier noch einfach diesen Timer einstellen, damit das Gerät jetzt hier 1 Stunde, 2 Stunden bzw. 4 Stunden nachläuft. Ja Leute, ich habe hier mal meine Werkstatt ausgerechnet. Ich habe so um die 500 Kubik hier Raum und dieses Gerät gibt ja an 740 Kubik pro Stunde. Das heißt, ihr könnt ja ausrechnen, wie oft die Luft hier einmal umgewälzt wird. Und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt was bringt und ob da wirklich hier relativ viel Staub drin landen wird. Denn wie gesagt, dieser Raum hier ist schon relativ groß und die geben ja an, bis zu 400 Quadratmeter soll es funktionieren. Und da gibt es auch noch einen anderen Hersteller, den Record Power AC400. Der hat, wo habe ich es denn hier aufgeschrieben, der gibt an, hier bis zu 49 Quadratmeter. Werkstatt. Das ist natürlich schon ein richtig krasser Unterschied hier von den beiden Geräten und ich bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt was taugt und ob da am Schluss dann überhaupt was drin landet in diesem Filter von der Größe her gesehen. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt mal 2 Wochen hier einfach arbeiten mit diesem Gerät, werde es hier auf Deckenhöhe einfach anbringen, wird bei mir auf ein Regal kommen, dann lassen wir es einfach mal 2 Wochen mitlaufen, währenddessen in der Zeit, wo ich dann halt einfach arbeite damit und danach in 2 Wochen sehen wir uns wieder und werden uns mal die Filter anschauen, was da alles drin gelandet ist. Also bis in 2 Wochen. Servus! So, ich habe es mal für euch abgebaut, ich habe es mal runtergeholt. Wir haben hier schon eine Staubschicht drauf, das heißt, es hat Staub in der Werkstatt gegeben, Feinstaub. Und wir machen jetzt mal den Filter hier auf und schauen doch mal rein. Es waren jetzt knapp 2 Wochen, wo ich das ganze Ding hier laufen habe lassen. Und dann schauen wir mal, ich sehe aber schon gerade richtig viel Staub. Wir schauen jetzt da einfach mal rein. Ich hole euch her und dann öffnen wir das Ding mal. Also ihr seht es auch hier oben ist auch schon Staub drauf. Das heißt, es hat wirklich hier richtig schönen Staub in der Werkstatt gegeben. Was heißt schönen Staub? Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das muss man hier irgendwo öffnen. Jawohl, na, da fällt schon ein bisschen Staub raus. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was da alles... Ja gut, okay, es ist schon ganz schön voll, das Ding hier.
Also da ist schon ganz schön was richtig heftig drin. Wenn man da mal genau hinschaut, ich hoffe, ihr könnt es da hier erkennen. Das war mal weiß. Ihr seht schon, wenn ich das jetzt hier sauber mache, dass es richtig abbröckelt. Und jetzt kippen wir den einfach mal um. Ah, hier seht ihr es. Hier ist es noch relativ weiß, auf der Seite nicht. Oh, jetzt muss ich gleich mal Luft anhalten hier. Also ihr seht schon, es staubt richtig. Puh, muss ich gleich Maske aufsetzen. Das ist jetzt der Feinstaub, der sich hier gesammelt hat. Jetzt sollte ich gleich mal eine Maske aufsetzen. Puh. Also ihr seht, es kommt immer mehr raus, hier aus diesem Filter. Scheppach gibt an, dass man diesen Filter ausblasen kann, mit Druckluft vorsichtig ausblasen kann. Und ihr seht es jetzt hier schon, ich möchte da gar nicht reinfassen. Muss ich dann mal, hallo, schaut's mal. Und das in 2 Wochen, hey, wow. Es ist richtig heftig, was da rauskommt. Also den muss ich definitiv ausblasen. Und natürlich schauen wir auch mal da rein. Den kann man ja nämlich auch rausholen, diesen Filter hier. Und da schaut es jetzt ein bisschen besser aus. Das ist jetzt praktisch der komplett feine Staub, der dann hier auch noch drin ist. Also ihr seht, es ist auch farbig hier. Das ist eigentlich normalerweise auch weiß. Und den kann man auch noch schön ausblasen hier. Also ihr seht, es hat funktioniert. Und dieses bisschen in 2 Wochen wirklich, also diesen Filter hier, wenn man den jetzt mal genauer anschaut, da kommen überall noch Sachen raus. Also der Filter ist komplett eigentlich schon zu nach 2 Wochen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass bei mir in der Werkstatt wirklich dann trotz Absaugung und trotz, ja, ich habe ja trotzdem Maske auf, aber dass trotz Absaugung doch noch einiges an Feinstaub hier in der Luft rumschwebt. Ich habe jetzt mal die Filter gereinigt, ich habe sie ausgeblasen. Schaut mal, es ist jetzt wirklich wieder schön weiß, das Ganze. Das kann man, denke ich mal, schon einige Male machen, bevor das Ganze dann nachgekauft werden muss. Aber Leute, denkt dran, macht das bitte nicht in der Werkstatt und blast es da aus, sondern geht es bitte mit der Druckluft irgendwie raus, Schlauch raus und blast es draußen aus, weil sonst habt ihr wirklich wieder richtig Dreck in der Werkstatt. Also da kam schon einiges raus und ich bin jetzt echt verwundert, was da alles für Dreck innerhalb von 2 Wochen drin war. Leute, ich werde euch natürlich unten alles nochmal verlinken. Dieses Gerät werde ich euch unten verlinken, die Ersatzteile werde ich euch verlinken. Ich verlinke euch natürlich auch diese Maske, die ich euch top empfehlen kann, diese Trägermaske hier. Und natürlich auch meine Vollgesichtsmaske für längeres Arbeiten verlinke ich euch auch natürlich nochmal unten. Ja, schnell wieder zusammengebaut, beide Filter wieder rein und schon ist es wieder einsatzbereit und kann die Luft filtern. Leute, kommen wir mal zum Fazit. Also ich bin jetzt irgendwie doch ein bisschen erschrocken, was in diesen ich sage jetzt mal 2 Wochen, knapp 2 Wochen, was da an Staub drin war. Feinstaub und das Ganze ist echt Wahnsinn. Ich arbeite ja mit Absaugungen, mit mehreren Absaugungen. Jede Maschine hat bei mir eine Absaugung, aber es ist dann doch noch viel in der Luft. Ich arbeite ja, wie gesagt, auch mit verschiedenen Masken und trotzdem, es ist praktisch mit diesem Timer, dass man dann auch, wenn man die Werkstatt verlässt, dass die Werkstatt in dieser Zeit dann auch gereinigt wird. Finde ich echt top. Ich habe auch weniger Staub in der Werkstatt. Man hat zwar hier oben noch Staub gesehen, ist ganz klar, dass es nicht komplett alles zu 100% rausfiltern kann, aber diese Werkstatt ist halt schon ein bisschen größer hier im Raum und deshalb war ich trotzdem verwundert, dass so viel da drin hängen geblieben ist. Nichtsdestotrotz, ich habe ja irgendwie wahrscheinlich, kann ich mir nur erklären, ein Montagsgerät erwischt. Das war nach 2 Tagen kaputt, muss euch natürlich nicht passieren. Das zweite Gerät ist jetzt komplett durchgelaufen, da hatte ich gar keine Probleme. Im Endeffekt ist da drin auch nicht viel verbaut. Ein Motor, 2 Filter, eine Fernbedienung und mehr ist da eigentlich nicht drin in diesem Gerät. Aber trotzdem war es kaputt, aber mit dem Support hat es überhaupt keine Probleme gegeben mit Scheppach. Und ich habe das ganze Ding zurückgeschickt und ein paar Tage später war ein komplett neues Gerät da, also gar kein Problem. Und diese Fernbedienung hat dann auch jetzt hier die ganze Zeit funktioniert. Außer wenn die Batterie natürlich leer ist. Also gut, Leute, ich würde sagen, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich werde euch alles mal hier unten verlinken, könnt ihr mal drauf schauen. Ich bin jetzt, wie gesagt, positiv überrascht und kann euch das Gerät eigentlich schon empfehlen. Ich bin begeistert und ich werde es auf jeden Fall hier weiterhin laufen lassen, damit ich einfach ein bisschen weniger Staub in der Werkstatt habe.
Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch allen schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis dann. Servus.